Wir kommunizieren mit unserer Seele und die Seele kommuniziert mit dem Menschen durch Fühlen, durch Energie, durch Gefühl. Und das ist das, was wir auch fördern möchten, weshalb ich euch einlade, immer wieder die Verbindung zu euch zu suchen. Immer wieder euch zu verbinden mit eurem Körper während dieser wunderbaren Reise und zu fühlen, was möchte ich mir sagen? Wie kommuniziert meine Seele heute mit mir? Wie ist die Energiequalität des Tages? Wie ist die Energiequalität in meinem Körper? Und wie ist die Qualität meiner Gedanken? Der Mensch kommuniziert gerne mit Gedanken mit der Seele und sagt, liebe Seele, bitte hilf mir. Aber letzten Endes, die Seele hat ja den Menschen und die direkte Kommunikation von Seele zu Mensch ist immer direkte Energie und Gefühl. Und darum lade ich euch ein, dass ihr regelmäßig, wenn ihr könnt und daran denkt, mit eurem Wecker am Morgen oder mit eurem Tee oder Kaffee oder Saft am Morgen, euch mit euch verbindet und beginnt zu fühlen, ob es für euch etwas zu entdecken gibt in euch als der Mensch und die Seele, die ihr seid. Und wenn es etwas gibt, wofür ich sehr, sehr bekannt geworden bin, ist meine Aussage. Die Seele hat eine menschliche Erfahrung. Die Seele hat einen Menschen. Und letzten Endes darf ich euch einladen, genau das zu fühlen. Weil wenn ihr erkennt, dass ihr nicht einfach nur eine Seele habt als Mensch, sondern dass eure Seele einen Menschen hat. Ihr als die Seele, die ihr seid, eine menschliche Erfahrung habt jeden Tag, dann verliert ihr schon mal ein Stück der Separation in eurer Simulation. Simulation, was meine ich damit? Simulation bedeutet, ihr taucht als die Seelen, die ihr seid, in eure eigene Energie ab. Während ihr in eure eigene Energie abtaucht, erfahrt ihr alle Ideen und Konzepte, mit der ihr Welten formt, Realitäten formt, Inkarnationen formt, die ihr in diese Welten und Realitäten hinein platziert und dann in der materiellen Welt ein Stück weit vergesst, was ihr alles gemacht habt, um diese Welt zu erfahren und zu erforschen, wie ihr sie geformt habt. Und dafür ist es leider vollkommen normal, dass ihr euch nicht permanent erinnert, dass ihr Schöpfer und Kreatoren von Welten seid. Und so, wenn ihr mehr und mehr fühlt, dass ihr als Seele eine Erfahrung habt in eurem Spektrum, in eurer Realität, in eurer Simulation. Simulation heißt in dem Kontext nicht, dass es unecht ist. Simulation heißt, ihr simuliert euch permanent das, was ihr erfahrt, als die Seele, die ihr seid. Und über den Menschen. Der Mensch selbst hat natürlich auch Mitspracherecht und formt durch die Gedanken, die resonieren, durch die Gefühle und Energien, die in Resonanz gehen mit euch als das Individuum, das ihr seid. Letzten Endes auch euer Erfahrungsspektrum, weil, das ist das Schöne, als die Seelen, die ihr seid und die Menschen, die ihr formt als die Seelen, die ihr seid, habt ihr. Und wenn es für euch, gerade die das allererste Mal in einem Kurs sind, ein bisschen schnell ist, was ich sage, ihr habt die Aufzeichnung, kommt einfach nochmal zurück, weil ich höre schon, Lia, ich komme nicht mit. Gar nicht schlimm. Versucht über euer Herz ein kleines bisschen zu fühlen. Letzten Endes, wenn ihr als die Seelen, die eine menschliche Erfahrung habt und in eurer menschlichen Erfahrung oder irgendeiner Erfahrung seid und euch empfindet, in dem Moment habt ihr den freien Willen. Der freie Wille ist nicht nur zu entscheiden, das eine oder das andere zu tun, sondern die Resonanz zu wählen in dem Spektrum, das euch zur Verfügung steht. Und mit der Kraft eurer Entscheidung könnt ihr das Spektrum wechseln, verändern, transformieren, indem ihr eure eigene Frequenz, eure eigene Schwingung, eure eigene Resonanz verändert. Und so könnt ihr durch Raum und Zeit navigieren, durch die allerkleinsten Entscheidungen, die ihr trefft. Die Entscheidung, heute freundlich zu sein mit sich selbst. Die Entscheidung, nicht sauer zu sein auf den Ehemann, die Ehefrau, vielleicht die Arbeitskollegen, vielleicht den Nachbar, die Nachbarin. Einfach Frieden zu wählen, wo man sonst etwas anderes getan hat. Und hier kann man wie ein Radio entscheiden, etwas anderes zu empfangen. Ihr seid sozusagen wie ein großes Mischpult voll mit unterschiedlichen Knöpfchen, die ihr drehen könnt. Und jedes Knöpfchen ist zum Beispiel eine Frequenzspektrum von Gedanken, die ihr wählen könnt, ist eine Idee, wo ihr zum Beispiel ein bisschen tunen könnt. Möchte ich schlecht gelaunt durch den Tag gehen? Möchte ich ein bisschen mehr die gute Laune aufdrehen, auch wenn ich eigentlich weinen möchte? Möchte ich vielleicht mich ein bisschen mehr mit mir verbinden, anstatt so sehr im Außen fokussiert zu sein? Und so sind die vielen kleinen Knöpfchen, die ihr an euch dreht, letzten Endes
die Dreh- und Angelpunkte, welche Radiosendung, welche Realitätssendung ihr empfindet, erfahrt und durchleben könnt. Und ich finde dieses Sinnbild, wenn man sich vorstellt, dass wir wie ein großes Radio-Tuning-Gerät sind, wo wir mit unseren Gedanken, Entscheidungen, Perspektiven und unserem Fokus entscheiden können, wo wir hingehen, was wir erfahren, dann finde ich, wird auch alles ein kleines bisschen leichter zu verstehen, warum letzten Endes die Welt ist, wie sie ist, die wir erfahren und warum wir gewisse Dinge erfahren und nicht andere Dinge erfahren. Und hier ist der allererste Schritt in die Souveränität, die wir gehen. Und die Seele ist souverän. Die Seele kann nicht souverän sein. Aber die Seele hat eine insouveräne Erfahrung zum Beispiel. Und wenn sie eine insouveräne Erfahrung hatte, kann sie als die Erfahrung natürlich jederzeit auch neu wählen. Und so könnt ihr als der Mensch, der sich vielleicht heute nicht souverän fühlt, für Souveränität entscheiden und langsam beginnen, euch souveräner und souveräner und souveräner zu entscheiden und zu handeln. Winter's veil where nothing mars. The frost whispers its quiet charms. Cold white skies in the heart of night. Rising slow like a dream of light. Solstice whispers rebirth inside.